Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute einfach mal aus dem parkenden Auto. Also ich fahre nicht und mache lustig Videos dabei, weil ich mit euch über ein Thema sprechen möchte, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das Thema Qualzucht. Es gab jetzt vor einer Woche einen tollen Bericht dazu bei Vox, wo der Detlef Steves das Ganze mal ein bisschen an die Oberfläche geholt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben auch eine sogenannte Qualzucht bei uns zu Hause. Denn dazu zählt nicht nur ein verformter Kopf oder fehlende Nasenlöcher oder Probleme, was den Bewegungsapparat angeht, sondern auch bestimmte Fellfarben. Wir haben einen sogenannten silbernen Labrador, der eindeutig auch zur Qualzucht mit dazugehört. Und ich erzähle euch jetzt einmal kurz, warum. Diese Farbe entsteht durch ein sogenanntes dilutes Gen. Das bedeutet ausgewaschene Pigmente, die dann zu diesen Sonderfarben wie Charcoal und Silber führen. Diese Tiere werden immer als reinrassige silberne Labradore irgendwie angeboten mit Papieren und so weiter. Absoluter Schwachsinn, die sind nicht vom Zuchtverband anerkannt. Warum nicht? Weil es eben aufgrund eines Gendefektes nur möglich ist, eine solche Fellfarbe zu generieren. Das Problem bei dieser Alopezie, so heißt das Ganze, ist, dass sich das erst nach circa 2 Jahren in vollem Ausmaß zeigt. Ergo kauft ihr einen gesunden Welpen, der aussieht wie eine kleine Seerobbe mit dichtem silbernen Fell. Alle sind total niedlich. Und wenn ihr Pech habt, äußert sich dann dieser Farbmutations-Gendefekt nach 2 Jahren. Plötzlich fängt das Fell an, brüchig zu werden, fällt aus, der Hund juckt sich öfter mal. In besonders schlimmen Fällen bedeutet das lebenslange Gabe von Cortison, die natürlich in der Intensität auch über kurz oder lang Leber und Nieren schädigen. Und so wie alle Gendefekte wissen die halt nicht, dass die jetzt nur sich auf die Haut und auf die Fellfarbe beziehen, sondern diese Gendefekte sind dann natürlich auch irgendwo an anderer Stelle zu finden. Dementsprechend ist Woody, ich muss es einfach sagen, wie es ist, auch eine Qualzucht. Wir haben ihn mit 6 Monaten von jemandem übernommen. Zu dem Zeitpunkt war das Thema noch gar nicht so publik und ich wusste davon auch bis dahin gar nichts. Ich fand ihn einfach hübsch. Ja, wir haben halt Glück, dass wir die ganze Dramatik ein bisschen aufhalten konnten. Nicht, weil ich besonders schlau bin, sondern weil wir einfach das Glück hatten, dass der Gendefekt nicht so stark ausgeprägt ist wie bei anderen Hunden. Bei Woody merkt man das ganz explizit im Fellwechsel. Da hat er dann kahle Stellen und das wächst aber dann auch alles wieder gut nach. Er hat allerdings nur Unterwolle. Er ist super flauschig, wie ein kleiner Chinchilla, verliert auch dementsprechend kaum Fell, außer im Fellwechsel. Aber er hat halt kein schützendes Deckhaar. Heißt fehlende Isolation bei Wärme. Er ist also super wärmeempfindlich und alles über 20 Grad sind für ihn purer Terror. Sobald er sich irgendwie intensiv kratzt, hat er auch Schädigungen an der Haut. Das sind alles die Nebeneffekte auch von sogenannten Farbmutationen. Die Merle-Färbungen sind das gleiche, also blaue Hunde. Der einzige Hund, der wirklich von der Natur in blau geplant ist, ist der Weimaraner. Der hat diese ganzen Thematiken nicht. Alle anderen Hunde, sei es französische Bulldoggen, Doggen, was auch immer, die sich da gerade einfallen lassen, Cane Corso und so weiter, alles was blau, Schrägstrich Silber, ist eine Farbmutation und kommt in den seltensten Fällen ohne Nebeneffekt. Also irgendwas läuft da immer schief. Ich wollte einfach mal drüber gesprochen haben, weil mir wichtig ist, dass ich da die Chance nutze, aufgrund meiner Erfahrung auch ein bisschen zu sensibilisieren und zu informieren, dass so schön diese Tiere auch sind. Es ist eine Qualzucht. Punkt. Das braucht man nicht schönreden und auch nicht nur, weil ich Woody jetzt mit 6 Monaten gekriegt habe, bin ich da aus der Verpflichtung raus. Ganz im Gegenteil. Ich nutze aber die Chance, andere darüber zu informieren und aufzuklären, währenddessen manch andere ja aufgrund dessen, dass sie selber eine Qualzucht haben, lieber den Mund halten und sich das schönreden mit ja, aber. Ich habe extra darauf geachtet, dass er eine Nase hat und ja, aber und ja, aber, ja, aber, ja, aber gibt es in dem Moment nicht. Qualzucht ist Qualzucht. Punkt. Für die, die natürlich jetzt einen Hund aus sogenannten Qualzuchten haben. Ihr liebt eure Tiere genauso wie ich Woody liebe, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Aber ich finde trotz dessen, dass gerade wir die Verantwortung tragen, andere Leute und vor allen Dingen die Tiere davor zu schützen, dieses Leid weiter zu verbreiten. Es bringt sehr oft sehr viel und horrende Tierarztkosten mit sich, eine verkürzte Lebensdauer des Tieres und viel, viel Frust und Sorge bei den Besitzern. Lass uns da alle zusammenhalten, dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen zu verhindern. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, jederzeit gerne. Ihr wisst, auf meinem Kanal könnt ihr mich erreichen.
Ich würde mich freuen, wenn ich da auch ein Feedback von euch kriege. In diesem Sinne, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.